Hallo bei Ride On with Friends. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie viele schon wissen, teste ich mittlerweile seit 2023 für den deutschsprachigen Raum regelmäßig neue Produkte von Carporite. Carporite möchte von mir und meiner Community Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge, aber auch Hinweise zu technischen Problemen für die Hardware- und Softwareentwicklung als Feedback erhalten, um somit natürlich die Produkte ständig zu verbessern. Unter anderem konnte ich so auch die Weiterentwicklung des neuen OTA-Update-Verfahrens über Wireless LAN mit anstoßen. Und genau damit sind wir beim Thema dieses Videos. Was ist in den letzten Tagen bei den Firmware-Updates der Carporite-Geräte der 5er, 6er und 7er Serie eigentlich alles schiefgelaufen? Ich halte hier den neuen Carporite 602S Pro in der Hand, die neueste 6 Zoll Generation mit Reifendrucksensoren. Für Motorradfahrer, die kein BMW Wonderwheel besitzen, ist das für mich momentan eines der besten CarPlay-Systeme von Carporite. Doch auch bei meinem Gerät ging nach einem Firmware-Update plötzlich überhaupt nichts mehr wie geplant. Was genau passiert ist, wo die Ursache lag, wie schnell der Carporite Support reagiert hat und ganz wichtig, wie du deinen Monitor wieder zum Laufen bekommst, zeige ich dir in diesem Video. Da viele Zuschauer das neue Update-Verfahren von Carporite über OTA noch nicht kennen, möchte ich erst kurz nochmals drauf eingehen. OTA steht für Over the Air, das heißt Updates erfolgen über eine Internet-Wireless-LAN-Verbindung. Ist der Carporite-Monitor über einen Hotspot oder direkt mit dem Internet verbunden, wird geprüft, ob ein Update vorliegt und bei Bedarf installiert. Carporite stellt für die meisten Produkte lebenslang Updates zur Sicherstellung der Kompatibilität verbundener Komponenten, der Korrektur von Fehlern oder zur Funktionserweiterung bereit. Soweit so gut. In den Systemeinstellungen des Gerätes kann man 2 OTA-Update-Verfahren als Menüpunkt erkennen. Der erste Menüpunkt MPEG OTA ist das Update-Verfahren der kundenspezifischen Firmware-Version, die Einstellungen und Anpassungen enthält, die gezielt für dein spezifisches Modell und deine Hardware-Konfiguration erstellt werden. Der zweite Menüpunkt MCU OTA beinhaltet das Update-Verfahren für den Microcontroller-Unit, und zwar dort für die Firmware, die für die Kommunikation zwischen Touchscreen, Audio, Bluetooth, Wi-Fi, die Steuerung der Schnittstellen und das Bootverhalten zuständig ist. Da die MCU-Firmware seltener aktualisiert wird, ist eine Trennung über einen eigenen Menüpunkt sinnvoll. Am Beispiel meines CarPlay-Monitors 602S Pro ist das Verfahren schnell erklärt. Du öffnest in den Systemeinstellungen den entsprechenden OTA-Menüpunkt und kannst dann in der Statuszeile erkennen, welcher Versionsstand auf dem Gerät installiert ist. Im Beispiel ist es die Version 4.19. Dann konfigurierst du einmalig deinen Internetzugang über dein Wireless LAN oder über deinen Hotspot deines Smartphones. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Internet prüft das Gerät automatisch, ob ein Update vorliegt. Mittels Funktion Herunterladen wird das Update vom Carporite Server lokal zunächst auf dem Gerät gespeichert und im zweiten Schritt kannst du über Upgrade die neue Firmware installieren. Soweit hat das auch bei allen Geräten wie bisher geklappt. Nur dann kam es zu einem Fehler. Aufgrund von IT-Problemen in der Carporite Cloud gab es ein serverseitiges Datensynchronisationsproblem, sodass das Update nicht ordnungsgemäß durchlief und zu Problemen beim Starten des Gerätes geführt hat.
Als ich mich mit dem Problem an den Kundensupport gewendet habe, hat man sofort und zeitnah das Problem analysiert und gelöst. Carpetright musste auf eine neue Serverinfrastruktur migrieren, um die Kommunikationsstabilität, die Dekodierungsleistung und die Zuverlässigkeit zukünftiger Updates zu verbessern. Dies hat allerdings zur Folge, dass nun bei allen bereits fehlerhaft aktualisierten Geräten die neue Firmware manuell aktualisiert werden muss. Wie das geht, erläutere ich gleich. Auch wenn so ein Fehler zunächst einmal aus Kundensicht schlecht ist, kann man dennoch erkennen, dass man mit Carpetright einen erstklassigen Servicepartner hat, der seine Kunden im Gegensatz zu anderen Billiganbietern nicht mit Problemen alleine lässt und blitzschnell reagiert. Warum sollte man überhaupt updaten? Jeder IT-Mitarbeiter kennt den Spruch "Never change a running system". Das heißt, laufen die Systeme im Verbund so, wie du es erwartest, dann sollte man nicht die Systeme verändern. Das lässt sich aber nicht immer durchhalten, denn auch aus Sicherheitsgründen muss das eine oder andere System mal aktualisiert oder sogar ausgetauscht werden. Schauen wir uns einmal die komplexe Landschaft der Systeme eines Motorradfahrers an. Zunächst nutzen wir alle Smartphones unterschiedlicher Hersteller und Produktserien. Auf jedem Smartphone läuft ein Betriebssystem, entweder Apple CarPlay oder Android Auto. Bei Apple bahnt sich mit dem neuen Betriebssystem eine große Änderung der CarPlay-Funktionalität an, was ein Update der Firmware bei Carpetright zur Folge haben wird. Wir arbeiten mit verschiedenen Apps, auch in unterschiedlichen Versionsständen, die unterschiedlich gut die Kommunikation und Darstellung über Apple CarPlay-Funktionalitäten bzw. Wireless LAN und Bluetooth beherrschen. Viele schreiben in den Foren, dass sie Probleme mit Carpetright haben, aber die meisten Probleme liegen beim Hersteller der verwendeten App, denn Carpetright zeigt nur als Monitor die App ohne eigene Funktionalität an. Dann nutzen wir noch unser Intercom von Sena oder Cardo. Gerade jetzt hat Cardo ein größeres Update publiziert. Ich hoffe, dass dadurch die Anbindung an Carpetright nicht betroffen ist. Die Spannungsversorgung über USB oder direkt an die Motorradbatterie ist auch oft ein Thema. Ist der USB-Anschluss zu schwach ausgelegt und kann nicht konstant die notwendige Spannungsversorgung bereitgestellt werden, dann fällt auch oft der CarPlay-Monitor aus. Und letztendlich haben wir noch bei den neuesten Motorrädern einen TFT-Monitor, der auch gerne mit dem Smartphone verbunden wird und insbesondere bei BMW eine Wonderwheel-Fernbedienung zur Steuerung des Carpetright-Monitors. Meine Empfehlung ist ganz klar: Nach Auslieferung der CarPlay-Produkte von Carpetright sollte man gleich prüfen, ob ein Update vorliegt und dies auch installieren. Nach einer fehlerfreien Anbindung aller Komponenten führe ich kein Update mehr des Gesamtsystems durch, es sei denn, eine Komponente musste ausgetauscht werden oder aktualisiert werden und mein Gesamtsystem reagiert nicht mehr so wie zuvor. Ich habe beispielsweise mein iPhone-Betriebssystem auf iOS 27 aktualisiert, um die neuen Apple CarPlay-Funktionen zu testen. Die Anbindung an Carpetright hat sich dadurch etwas geändert und ich wollte deswegen auch die neueste freigegebene Firmware von Carpetright installieren. Nur dann hat mich das Datensynchronisationsproblem mit dem Carpetright Cloud Server erwischt und nichts ging mehr. Leider sind von dem OTA-Problem nun mehrere Produktserien betroffen. Carpetright hat auf seiner Homepage die Produkte und die Serienstände aufgelistet. Das heißt, für diese Produkte muss ein manuelles Update durchgeführt werden, wenn man aktuell ein Problem hat und ein Update unbedingt erforderlich ist. Also, never change a running system. Alle Kunden, die bereits über höhere Versionsstände verfügen oder andere Produkte im Einsatz haben, sind sowieso schon safe.
Ein wichtiger Hinweis vorab: Installiere niemals eine Firmware-Datei, die du von anderen Kunden, Foren, Websites etc. bereitgestellt bekommen hast. Die Firmware muss spezifisch für dein Produkt entsprechend dem Hardware- und Software-Serienstand angepasst sein. Das heißt, nur der Carborite Support kann dir anhand deiner Seriennummer eine entsprechende Datei bereitstellen. Installierst du eine Firmware aus dem Netz, kann dein Gerät irreparable Softwareprobleme haben und du verlierst die Garantie. Das Risiko eines Totalausfalls solltest du nicht eingehen. Solltest du von dem Problem betroffen sein, dann muss, wie bereits erwähnt, einmalig der CarPlay-Monitor manuell aktualisiert werden, damit der Monitor wieder normal startet und das OTA-Verfahren mit der neuen Serverinfrastruktur genutzt werden kann. Dies ist aber ganz einfach. Als erstes muss der Carborite Support von deinem Problem in Kenntnis gesetzt werden. Das machst du per E-Mail, am besten in Englisch, an die Service-E-Mail-Adresse service@carborite.com. Beschreibe dein Problem und gebe deine Bestellnummer und Geräteseriennummer an, die du in der Regel am Gerät findest. Innerhalb weniger Stunden, berücksichtige aber die Zeitverschiebung nach China, wird dir über einen Download-Link deine spezifische Firmware geschickt. Das ist eine Datei mit dem Namen isb3ot.bin, also isboot.bin. Formatiere eine SD-Karte mit maximal 32 GB Speicher, neu im Format FAT32. Auf diese Speicherkarte kopierst du dann die Datei, die du von Carborite erhalten hast. Im nächsten Schritt trennst du den Monitor von der Spannungsversorgung. Demontiere die SD-Kartenabdeckung an der Geräteseite. Achte darauf, dass die zwei kleinen Schrauben nicht unauffindbar auf den Boden fallen. Schiebe dann die SD-Karte richtig herum in den Laufwerksschacht und drücke den Startknopf des Gerätes. Lasse ihn gedrückt, während du das Gerät über USB an die Spannungsversorgung wieder anschließt und warte, bis das Startbild erscheint. Wenn du bisher alles richtig gemacht hast, dann verschwindet der Startbildschirm von Carborite und das Update-Fenster wird angezeigt. Der Update-Vorgang wird automatisch gestartet und über einen Fortschrittsbalken siehst du den Arbeitsfortschritt. War das Update nun erfolgreich, dann bekommst du die Erfolgsmeldung Burn Success Welcome, also ist erfolgreich auf deinem Gerät installiert worden. Das Gerät schaltet sich dann aus und startet automatisch neu. Das Problem beim Systemstart müsste nun behoben sein und ob das neue OTA-Verfahren funktioniert, kannst du am besten ausprobieren, indem du in die Systemeinstellungen gehst und das entsprechende OTA-Firmware-Update startest. Vielleicht liegt sogar schon, wie bei mir, für dein Produkt eine neue OTA-Version zum Download bereit. Bei mir hat alles super geklappt und nun kann ich mich wieder meinem eigentlichen Hobby widmen, dem Motorradfahren. Viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, euer Jürgen. Ride on with friends, durch den warmen Wind, wenn der Asphalt brennt.